Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Fladenbrot mit Sucuk. So, wir fangen an jetzt mit Zutaten. 600 Gramm Mehl, 270 Milliliter lauwarmes Milch, 70 Gramm Butter, weich schon, Öl 30 Milliliter, Salz 8 Gramm, Traubenzucker, das löst sich schnell, darum nehme ich auch Traubenzucker, 20 Gramm, Hefe trocken, 10 Gramm, eine Eiweiß. Fangen wir gleich an. Okay, das schiebe ich erstmal kurz die Sache weg rüber. So, erst tue ich Milch rein. Langsam. Zucker. Und die Hefe. Gut. So, jetzt schön umrühren. Hat sich schon aufgelöst, geht wie verrückt. Okay, jetzt kann ich alles da rein tun. Kein Problem mehr. Brauche nichts warten wegen der Hefe. Dass es angeht oder aufgeht. So, alles da rein. Butter. Das wird jetzt voll. So. Was ist das? Eiweiß. Okay. Und Salz. Das war's, fertig, jetzt kommt die Maschine. Okay, und meine Liebe. So. Wo schon das? Da. Jetzt sehe ich auch nichts mehr. Ich muss zudecken. Wegen Staub. So. So, ich lasse die mittlere Geschwindigkeit 3 bis 4 Minuten laufen. Bis gleich. Okay? Gut. 4 Minuten ist jetzt rum. Zeige ich nochmal, wie Teig sein muss. Gut. Wie man sieht. Der muss schon, also muss weiches sein. Nicht so feste Teig, muss weich sein. Sonst wird der Fladenbrot, geht nicht auf und wird nicht weich halt. Ne? Okay, jetzt tue ich wieder mal das weg. Lasse ich sie drin. Den lasse ich ja nachher noch kurz laufen. So, mache ich es zu. So. Mit der Folie bleibt die Wärme drin, dann wird der Teig geht schneller auf. Darum mache ich jetzt immer mit Folie, wenn ich nicht vergesse. Sonst musst du mir sagen, wenn ich vergesse. Okay, alles klar. So, auch so. So, lasse ich mir jetzt 40 Minuten ruhen, dann sehen wir uns. Bis gleich. So, jetzt geht's weiter, die 40 Minuten ist jetzt rum. Das weg, Folie auch weg. Sieht gut aus, schön gearbeitet Teig. Die muss ich noch kurz laufen lassen und dann hole ich sie raus. Fertig, gut. Alles da, wie Eis, gell? Mache ich mal die Maschine weg. Gut, okay. Die teile ich halt 2 natürlich. Mitte, genau Mitte. Was heißt Mitte? Halbierst halt. Halbieren. Was heißt Mitte? Gell? Genau in der Mitte bitte. Oder soll ich sie nicht machen? Wiegen vielleicht? Und willst? Ich wiege sie lieber, damit alles genau stimmt. Gucke ich mal, wie viel ist, dann teile ich sie 2. 1060, 530. Jetzt gucken wir mal. 530. Schade. Ist weg. Ja, 530, fertig, gut. Das war's. So, einmal. Das unten. So. Am besten 5 Minuten ruhen lassen, zudecken. Weil das arbeite ich mit der Hand, nichts mit dem Teigroller. Das ist dann besser, dann geht es besser auf. Also 5 Minuten ruhen, bis gleich. Okay, jetzt geht's weiter. Das ist weg.
So, die Füllung ist 2 Tomaten geschält, habe ich dünne Scheiben geschnitten, 200 Gramm geriebener Käse, etwas Schnittlauch und Thymian frisch und vorgeschnittener Sucuk 200 Gramm. Okay? Gut. Die Backblech, wie groß war das? 28er, gell? 28er. Habe ich mit Olivenöl eingepinselt, Mitte, also innen, ne? Gut. Jetzt muss ich so groß mit Hand bearbeiten, bis es so groß ist. Ja, ist das schon? Ich muss kurz messen. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube es schon. Fertig. Da rein. So gut. Okay. Kann ich hier? Ich komme hier. So. Du bewegst dich doch die ganze Zeit hin und her. Natürlich ganz weiß. Nicht, dass du da aufpasst. Die Kamera folgt dir. Alles klar, alles klar. Okay. Gut. Seit Jahren. Ja, seit Jahren. Also. Du bist der Detektiv, was bin ich? Gauner. Gauner. Okay, wir belegen jetzt die Tomaten zuerst. So, die dünnen Scheiben. Genau richtig, hey, Wahnsinn. Noch eine. Glaube ich gut. Da noch ein bisschen Lücken, den esse ich später. So, jetzt kommt Käse. Erstmal die Hälfte von Käse. Da habe ich nicht geholt, das mache ich auch so ungefähr. So, jetzt Sucuk füllen. Vielleicht so viel sogar. 200 Gramm. Ich esse mal. Ja, wir können ja noch mit Eier machen, noch ja. Später. Oh ja. Party. Sucuk Party. 200 Gramm ist so viel. Ja, ist zu viel. Da habe ich gespart. Hey. Ist gut belegt, oder? Ja. Okay. Pass auf, jetzt kommt nochmal Käse. Ja, das hast du nicht gedacht, gell? Nein. Ja, das ist. Gut, komm, noch ein bisschen. So, jetzt die Schnittlauch und Thymian auch mal verteilen. Wenn man möchte, hat natürlich, gell? Also muss nicht, aber es schmeckt halt besser. Riecht dann auch schön Thymian. Muss nicht, aber schmeckt halt besser. Okay. Pfeffer muss ich noch machen. Warte mal kurz, Hände waschen. So, meine Mühle. Wo ist sie denn? Hier. So, gut, fertig. Jetzt das weg kurz. Das auch kurz auf die Seite wieder. Hier. So, der nächste Teig. Das kommt dann oben drauf. Ist gut, oder? Warte mal, messen kurz. Wunderbar. So, pass auf. So, da geht's ab. Wahnsinn. So, mit der Hand bitte reindrücken. Hier, überall schön reindrücken. Dann damit so ist. So, ist es so, guck. Oh, Das sieht echt gut aus, gell? oh, noch nicht fertig. Ja, trotzdem sieht es schon gut aus. Ja, ja. So, jetzt schneiden wir erstmal. Genau, warte mal, mache ich da an. In der Mitte. So. Fertig. Wunderbar, gut. Wo ist mein Deckel? So. Dick. Mein Tuch ist gut, ist ja gut. Mein Tuch, gut. Jetzt lasse ich ihm 20 Minuten ruhen, dann kann man sie dann mit Eier anpinseln und Backofen da rein tun. Bis gleich. So, jetzt geht's weiter. Okay, machen wir weg. Siehst, ist gut gearbeitet. So, jetzt habe ich noch eine Eigelb, halbe Esslöffel Milch, bitte schön umrühren und dann einpinseln. Okay.
Gut, fertig. Okay, so. Ich tue noch weiße Sesam drauf. Ich schreie wieder, gell? Man nehme ihn jetzt schwarz. So. Gut, oder? Ja, ich sehe nichts viel, weil wegen viel Licht da. Okay. Du tue ich jetzt Backofen rein, Ober- und Unterhitze. Bitte die zweite Schiene von unten rein tun. Kann ich mal zeigen vielleicht lieber. Sogar 20 bis 22 Minuten, 200 Grad. Okay. Guck. Zweite Schiene von unten. Okay. So. Bis gleich, 20 Minuten. Das hat 22 Minuten gebraucht, jetzt hole ich sie raus. Boah, Ja, Wahnsinn. Geht's ab. Oh, ja. Oh, das ist lecker. Da war die Käse da drin. Sieht man schon, Käse springt raus. Jetzt kann man sie. Dazu kann man auch noch schöne Tee machen und Salat. Achso, nee, das machen wir später. Willst du das anschneiden? Was? Die Leute wollen das sehen, glaub mir. Achso, ja. So, gut. Dann. Ja. Warte mal, wie soll ich jetzt machen? Mal sehen. Also, Schneid einfach. ist ja vorgeschnitten, habe ich ein bisschen, dass man die Käse sieht vielleicht. Und mal die Käse. Oh, ja. Und dann noch einmal. Jetzt kann ich das auch. Gucken wir mal, wie es rauskommt. Ein bisschen Glück. Ja, oh, guck mal. Ja. Käse. Das ist gut Oh. so. Echt? Hat sich voll gelohnt. Okay, so kann man das servieren. Ich mach gleich Tee. Also, bis dann, tschüss. So, ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Fladenbrot. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss. Bitte nicht vergessen, Facebook und Instagram zu gucken.